Der 1. FC Köln trifft zu Hause in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München. Gibt's eine riesige Pokalüberraschung oder holt sich Bayern den 14. Sieg in Folge? Dazu gibt's heute meine Pokalprognose mit den möglichen Aufstellungen von Köln und den Bayern. Dazu interessante Infos rund um diesen Pokalkracher. Was ist dein Tipp für Köln gegen Bayern? Schreib es gerne in die Kommentare. Hier sehen wir schon mal die mögliche Köln-Aufstellung bzw. Bayern-Aufstellung für das Pokalspiel. Bevor wir uns aber ausführlich über beide Aufstellungen unterhalten, gibt es nochmal spannende Infos zum Spiel. Schauen wir uns mal die letzten 10 Duelle zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München an. Und da wird schnell klar, die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Die letzten 3 Spiele gingen alle an den Rekordmeister aus München. Und für die Kölner gab es in den letzten 10 Begegnungen gerade mal einen einzigen Punkt. Und das war in der Saison 2022/23 beim 1:1 Unentschieden in München. Damals traf Joshua Kimmich zum 1:0 für die Bayern und Skiri glich spät zum 1:1 aus. Ja, Skiri jetzt bei Eintracht Frankfurt. Und auch im DFB-Pokal sah es historisch gesehen meist düster aus für die Domstädter. 6-mal trafen beide Teams im Pokal aufeinander, 5-mal ging der Sieg an den FC Bayern, nur einmal konnte Köln jubeln. Das letzte Pokalduell, das liegt schon eine ganze Weile zurück in der Saison 2002/2003, Viertelfinale. Damals fegten die Bayern den FC mit einem 8:0 vom Platz. Mit einem überragenden damals Giovanni Elber, der gleich 3-mal traf. Also rein Statistik ist hier alles klar. Vorteil Bayern. Aber wir wissen ja alle, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die besten Torschützen und Vorlagengeber beider Teams. Denn wer die Tore macht, entscheidet am Ende ja bekanntlich die Spiele. Fangen wir beim 1. FC Köln an. In der Bundesliga stehen die Domstädter aktuell bei 12 erzielten Toren. Zum Vergleich, der FC Bayern hat schon satte 30 Treffer auf dem Konto, also fast das Dreifache. Bei Köln sind aktuell vor allem die jungen Wilden gefragt. Said El-Mala und Kaminski, beide mit je 3 Toren, zeigen, dass beim FC richtig Talent dahinter steckt. Und auch Marius Bülter ist gut drauf, 2 Treffer und dazu 3 Vorlagen. Richtig starker Saisonstart. Also klar, wenn einer dem Bayern gefährlich werden kann, dann sind es genau diese 3 Jungs, die aktuell richtig Bock auf Tore haben. Aber kommen wir mal zu den Bayern. Und ja, das wird spektakulär. Harry Kane allein hat in der Bundesliga schon 12 Tore erzielt. Das ist einfach eine Wahnsinnsquote. Der Mann ist eiskalt vor dem Tor. Dazu kommt Neuzugang Luis Diaz, der mit 5 Saisontreffern, aber auch 4 Torvorlagen auch sofort eingeschlagen hat. Und zusammen mit Michael Olise bilden die 3, Kane, Diaz und Olise, das erfolgreichste Offensivtrio in ganz Europa, wenn man sich die Top 5 Ligen anschaut. Also Leute, da rollt ein echter Sturm der Superlative auf Köln zu. Die Kölner Abwehr wird da richtig Arbeit bekommen. Aber, und das ist die gute Nachricht, Marvin Schwebe, der Kölner Keeper, hat zuletzt gegen den BVB gezeigt, was er drauf hat. Was der da rausgeholt hat, das war schon absolute Weltklasse. Und genau, so ein Top-Torwart in Bestform braucht Köln jetzt gegen die Bayern. Sonst wird's richtig schwer. Und damit kommen wir zu einem der spannendsten Teile. Wie könnten die beiden Trainer ihre Teams für dieses Pokalduell aufstellen? Schauen wir uns mal die mögliche Startformation von Köln-Trainer Lukas Kwasniok und Bayern-Coach Vincent Kompany genauer an. Ja Leute, die Kölner müssen leider auf Abwehrchef Timo Hübers verzichten, nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Spiel gegen den BVB. An dieser Stelle natürlich gute Besserung an Timo Hübers. So eine Verletzung ist immer ein Schock
für den Spieler, für die Mannschaft, für die Fans. Man kann wirklich nur hoffen, dass er bald wieder komplett fit wird und wieder das tun kann, was er liebt, Fußball spielen. So schauen wir mal auf die mögliche Aufstellung von Trainer Lukas Kwasniok gegen die Bayern im Pokal. Ich persönlich tippe da auf ein 3-4-1-2-System. Im Tor natürlich Marvin Schwebe. Mehr als nur gesetzt. Der Mann ist aktuell in Topform und wird gegen Bayern wohl wieder ordentlich was zu tun bekommen. In der Dreierkette erwarte ich Özkaşar, Dominik Heinz und Joel Schmid. Özkaşar stand ja gegen den BVB das erste Mal in dieser Saison auf dem Platz. Musste dann zwar raus, aber laut Trainer waren es wohl nur Krämpfe, also Entwarnung. Dazu Heinz, der immer wieder mit Erfahrung und Ruhe punktet, und Schmid aktuell laut Kickernote sogar unter den Top 10 Abwehrspieler der Bundesliga. Klar, Problem, diese Dreierkette hat so in der Form noch nie zusammengespielt. Und dann gleich gegen die Bayern? Okay. Aber hey, Pokalspiele haben ihre eigene Energie. Da wächst man oft über sich hinaus. Und glaub mir, die Jungs vom FC werden alles reinhauen, um den Bayern das Leben so richtig schwer zu machen, wie es geht. Auf der linken Seite Christopher Lund. Von 8 Bundesligaspielen stand er 6-mal in der Kölner Startelf. Also schon ein fester Bestandteil. Er wird versuchen, den Aktionsradius von Bayerns Flügelspieler Michael Olise so gut es geht einzuschränken. Wird zwar eine brutale Aufgabe, aber genau das sind die Duelle, die den Unterschied machen können. Rechts daneben Sebastian Sibulonsen, der Dauerbrenner, stand in allen Ligaspielen in der Startelf. Also ja, warum dann jetzt großartig was ändern? Also es läuft stabil bei Sibulonsen. Im Zentrum Erik Martell, im Pokal schon getroffen, dazu 2 Vorlagen in der Liga, und Isaac Johannesson, der zusammen mit Kaminski aktuell auf Platz 11 der besten Bundesliga-Mittelfeldspieler laut Kicker liegt. Das spricht für sich, ein super eingespieltes Duo, das auch unter Druck richtig ruhig bleibt. Und offensiv könnte das Ganze dann richtig spannend werden. Kaminski eventuell auf der 10 mit Said Elmalah und Marius Bülter vorne drin. Ich könnte mir vorstellen, dass Kaminski und Elmalah variabel über die Außen und durchs Zentrum kommen und Bülter dann als einzige echte Spitze agiert. Also ja, das ist eine Offensive, die jeden Gegner gefährlich werden kann. Verstecken muss sich Köln da ganz sicher nicht. Wichtig wird sein, nicht nur hinten drin stehen und hoffen, sondern mitspielen, mutig bleiben, kämpfen. Wenn du gegen die Bayern nur abwartest, dann wirst du überrollt. Aber wenn du dagegen hältst, dann kann im Pokal alles passieren. Das hier wäre also meine Startelf für den 1. FC Köln im Pokalduell gegen die Bayern. Was meinst du? Wie würdest du den FC aufstellen? Schreib es mir mal gerne in die Kommentare. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die mögliche Aufstellung vom Bayern-Trainer Vincent Kompany. Und direkt vorneweg, Manuel Neuer wird in diesem Spiel nicht im Tor stehen. Er fehlt nämlich noch wegen seiner Rotsperre aus dem letzten Jahr gegen Bayer Leverkusen. Deshalb steht diesmal wie auch in Gladbach Jonas Ulbik zwischen den Pfosten. Ich gehe außerdem davon aus, dass Konrad Laimer und Tah wieder in die Startelf zurückkehren. Laimer könnte, solange Davis noch nicht zurück ist, wieder auf seiner Linksverteidigerposition spielen und ganz ehrlich, das macht er richtig stark. Auf der rechten Seite dann Sascha Boe, vielleicht kommt dann Josip Stanisic, der ja gegen Gladbach sein Comeback feierte in der zweiten Halbzeit. Einen Rafael Guerreiro würde ich je nach Spielstand ebenfalls erst in Hälfte 2, wenn, einwechseln. In der Innenverteidigung ganz klar Tah und Upamecano. Diese Abwehr ist einfach brutal stabil. Nur 4 Gegentore in 8 Bundesligaspielen und insgesamt 9 Gegentore in 13 Spielen. Das ist eine Wahnsinnsquote, muss man einfach sagen. Im zentralen Mittelfeld hat Kompany natürlich die Qual der Wahl. Joshua Kimmich absolut gesetzt,
keine Frage. Daneben könnte Pavlovic, Goretzka oder auch Tom Bischoff starten. Ich persönlich würde gegen Köln auf Alexander Pavlovic setzen. Für mehr Ruhe im Spiel, Ballkontrolle und eingeordneten Aufbau. Goretzka oder Bischoff wären dann ideale Joker, um in der zweiten Halbzeit nochmal Power und Torgefahr reinzubringen, je nach Spielverlauf. Links offensiv natürlich Luis Diaz. Der Neuzugang spielt bis jetzt eine starke Saison. In 13 Spielen 7 Tore und 4 Vorlagen. Wenn er seine Chancen noch etwas konsequenter nutzt, wie zum Beispiel gegen Gladbach in der ersten Minute, dann könnte er locker schon zweistellig getroffen haben. Auf der rechten Seite Michael Olise. Okay, die letzten Spiele vielleicht nicht so ganz auffällig, aber das darf man nicht falsch verstehen. Olise ist einer von diesen Spielern, die jederzeit ein Spiel alleine entscheiden können. In den letzten 8 Bundesligaspielen war er an 8 Toren direkt oder indirekt beteiligt. Also, der Typ ist einfach brandgefährlich. Und jetzt wird's richtig spannend. Auf der 10 würde ich tatsächlich auf den 17-jährigen Lennart Kahl setzen. Ja, er ist jung, aber der Junge spielt mit so viel Selbstvertrauen und Spielintelligenz, das ist echt beeindruckend. Klar, man darf ihn nicht überhypen, aber aktuell ist er einfach zu gut, um nicht zu spielen. Ich sag's euch, Lennart Kahl wird der nächste Superstar beim FC Bayern. Für mich in der Startelf Lennart Kahl und dann in der zweiten Hälfte Serge Gnabry. Und wenn dann bald auch noch Jamal Musiala zurückkommt, dann hat Kompany da ein echtes Luxusproblem im Mittelfeld. So viel Qualität, das ist schon der Hammer. Und vorne natürlich, wer sonst, Harry Kane. Was der abliefert, ist einfach unglaublich. In 13 Spielen 20 Tore und 3 Torvorlagen. Er war fast bei jedem Bayern-Tor direkt oder indirekt beteiligt. Bis auf ein Spiel beim 13-0 Auswärtssieg in Gladbach. Dennoch einfach eine Monsterbilanz. Ich hoffe nur, dass Kompany im Pokal nicht zu viel rotiert. Köln darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist ein Pokalspiel, da kann immer was passieren. Wenn die Bayern das Finale erreichen wollen, dann müssen sie auch in Köln 100% geben. Also das hier wäre meine Startelf für den FC Bayern im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Was meinst du? Wie würdest du die Bayern aufstellen? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, mein Tipp zum Schluss, ich sag, das wird ein echter Pokalfight. Köln wird alles raushauen, aber am Ende, denke ich, setzt sich Bayern knapp durch. Mein Tipp 1:2 für den FC Bayern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere Werners Fußballecke, damit du kein neues Fußballvideo mehr verpasst. Also Leute, drückt euren Teams die Daumen, genießt den Pokalabend und bleibt wie immer sportlich. Wir sehen uns. Tschüss.